Was viele von euch befürchtet hatten, ist heute Nacht tatsächlich eingetreten. Ein Video von mir wurde aufgrund der Community-Richtlinien von YouTube gelöscht. Das bedeutet, dass das Video jetzt nicht mehr für euch verfügbar ist, und zwar, weil es ein Hacking-Thema beinhaltet hat. Es war ein Video über Security, Social Media Security, das heißt, wie ihr euch schützen könnt, damit ihr auf Social Media nicht gehackt werdet im Endeffekt. Und YouTube meinte nun, dass dieses Video den Richtlinien widerspricht. Es gibt diese Richtlinien und fällt unter, also Hacking fällt da unter das Thema schädliche Handlungen. Das heißt, ich habe euch quasi Anleitungen erstellt zu schädlichen Handlungen. Das wird übrigens gleichgestellt mit Verherrlichung von Amokläufen, mit Verherrlichung von Magersucht etc. und ist somit auf YouTube nicht erwünscht. Das bedeutet, dieses Video wurde runtergenommen und ist jetzt eine Verwarnung für mich. Und ich bin hier nicht der Einzige, der in den letzten paar Tagen einen Verstoß bekommen hat. Auch Semper-Video, den ihr vielleicht auch kennt, der macht auch im Bereich IT-Security Videos, wobei er mehr News macht als Security mittlerweile, hat 2 Verstöße schon bekommen in den letzten paar Wochen oder Tagen, ich weiß es gar nicht genau, hat auf jeden Fall auf Twitter gepostet. So, das Ding ist jetzt natürlich, das ist erstmal für mich jetzt nicht so schlimm. Ich kann weiterhin hochladen, zumindest aktuell, noch während ich das Video hier aufnehme. Wie es nachher aussieht, schauen wir mal. Denn nach dem ersten Verstoß kriegt man bloß eine Verwarnung, es passiert nichts weiter. Nach dem zweiten Verstoß, innerhalb von 90 Tagen, wir reden hier immer innerhalb von 90 Tagen, wird tatsächlich der YouTube-Account eine Woche lang geblockt. Das heißt, ich darf nicht hochladen, ich darf nicht publishen, ich darf keinen Textpost schreiben, ich darf quasi gar nichts machen. Ich darf auch nichts bearbeiten, soweit ich weiß. Und nach dem dritten Verstoß sind es schon 2 Wochen. Das Schlimmste ist allerdings nach dem 4. Verstoß, wenn quasi 4 Videos von mir geflaggt werden, dass sie nicht den Community-Richtlinien entsprechen, wird mein gesamter Kanal gelöscht. Und ja, das ist natürlich absolut dramatisch, weil ich hänge an diesem Kanal, wie gesagt, nicht nur emotional, sondern auch finanziell, weil mein Einkommen kommt daher, ne? Das heißt, ja, für mich ist das sehr wichtig, dass der Kanal natürlich auch bestehen bleibt. Und diese 90-Tage-Sache ist ein kleines bisschen tricky, denn das Video, was hier geflaggt wurde, und sowas auch bei Semper-Video übrigens, ist ein altes Video. Das Video war, glaube ich, von diesem Sommer irgendwann. Nee, es war von Oktober oder November. Es war nämlich eins aus dem Security Month. Und bei Semper-Video waren es Videos, die schon mehrere Jahre alt sind. Das bedeutet im Endeffekt, es könnte sein, dass meine ganzen alten Videos geflaggt werden. Und hier ist diese 90-Tage-Regel sehr entscheidend. Und ich habe auch den Support kontaktiert, der mich hier leider überhaupt nicht weiterhelfen konnte. Komme ich aber gleich dazu. Und zwar diese 90-Tage-Regel bezieht sich nicht darauf, wann ich das Video hochgeladen habe, sondern wann ich den Strike kassiert habe. Das ist der richtigste Fail, den man sich einfach nur vorstellen kann. Ich lade also vor 5 Jahren ein Video hoch, lade vor 4 Jahren ein Video hoch, lade vor 3 Jahren ein Video hoch, YouTube und lade dann nochmal eins vor 2 hoch. YouTube ändert seine Policies und sagt, Hacking ist jetzt ab sofort nicht mehr gerne gesehen auf unserer Plattform. Und strikt mir dann diese 4 Videos innerhalb von 4 Tagen weg. Nehmen wir jetzt einfach mal nur an. Dann wäre mein gesamter Kanal gelöscht, obwohl ich diese Videos zeitversetzt über 1 Jahr hochgeladen habe und man 90 Tage zwischen den Strikes haben darf. Das bedeutet, eigentlich ist diese 90-Tage-Frist komplett irrelevant. Deswegen ist das hier so dringend, was ich hier gerade mache. Weil man überhaupt keine Zeit hat. Ich habe gestern noch versucht, den YouTube-Support vorher zu kontaktieren, weil ich das mit Semper-Video davor schon mitbekommen hatte. Und wollte sie fragen, hey, wie sieht's denn aus? Was ist denn eigentlich jetzt Hacking laut eurer Ansicht? Denn es gibt ja nicht das Hacking. Selbst juristisch kommt es natürlich darauf an, was für eine Intention ihr beim Hacking habt. Das bedeutet, wenn ich jetzt beauftragt werde als Penetration-Tester, mache ich genau dasselbe, wie wenn ich jetzt ein Black Hat-Hacker aus China bin und irgendeine Webseite kaputt machen möchte. Ich mache exakt dieselben Tätigkeiten. Und das verstehen leider viele nicht. Deswegen ist Hacking an sich natürlich illegal, aber Penetration Testing, was dieselben Techniken verwendet, ist absolut legal und wichtig, damit unsere IT sicher sein kann. Das hat der gute Herr beim Support allerdings nicht ganz verstanden. Er hat noch nicht mal ganz verstanden, warum mein Video eigentlich geflaggt wurde. Ich musste übrigens, noch ein Fun Fact hier an der Seite, ich konnte den Support nicht via E-Mail kontaktieren. Ich konnte den Support nicht via Chat kontaktieren, den deutschen Support. Ich musste den englischen Support kontaktieren via Chat, weil nichts anderes verfügbar war. Das muss man sich mal geben. YouTube ist eigentlich mehr oder weniger verpflichtet, mir zumindest mal ein bisschen Feedback zu geben, aber genug des Rants. Wir wollen hier mal weitermachen, was eigentlich gerade passiert ist.
Okay, also auf jeden Fall habe ich natürlich Beschwerde eingelegt, weil das Video zeigt, wie man sich vor solchen Hackern schützen kann. Das machen ja eigentlich alle meine Videos. Sie zeigen, wie ihr euch bzw. eure Webseite davor schützen könnt, damit keine Hacker draufkommen. Ja, diese Beschwerde wurde von einem über 20-minütigen Video innerhalb von 15 Minuten abgelehnt. Und ja, ich verstehe, dass das System automatisiert erstmal Videos flaggt und dass dabei Fehler passieren können. Aber wenn ich Beschwerde einlege, dann ist eigentlich ein Mensch hinten dran, der dieses Video anguckt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der innerhalb von 15 Minuten sich entscheiden konnte, was für eine Intention ich hier mit dem Video hatte. Und im Titel stand sogar noch drin, und wie ihr euch dagegen schützen könnt. Und trotzdem wurde das Video geflaggt. Ja, wie gesagt, der Support war leider auch absolut nicht hilfreich. Ich habe dem geschrieben und der hatte dann gemeint, ja, mein Video wurde eigentlich gar nicht wegen Hacking geflaggt, sondern wegen Scam. Ich zitiere hier wirklich wörtlich. Und ja, Scam bedeutet im Endeffekt, wenn mein Titel, mein Thumbnail oder meine Tags, die ich eingebe oder meine Beschreibung, nicht dazu passen, was im Video drin ist. Der Videotitel war allerdings die exakte Beschreibung von dem, was im Video drin war, und ein Thumbnail ist ein Thumbnail, okay? Das war thematisch einigermaßen passend. Es geht nur darum, dass man jetzt nicht so tut, als wäre in meinem Video irgendwie Angela Merkel zu sehen. Und also quasi im Titel und Thumbnail, und in meinem Video sind irgendwelche Hunde zu sehen. Also darum geht es quasi. Aber das war hier definitiv nicht der Fall, und man konnte sogar sehen, also ich kann für mich schon sehen, dass das Video wegen gefährlichen Handlungen geflaggt wurde. Also mir wurde nicht gesagt wegen Hacking, sondern wegen gefährlichen Handlungen. Und die einzige gefährliche Handlung, die da reinpasst, ist eben dieses Hacking. Das heißt, das, was der Support mir hier gesagt hat, ist schon mal absolut falsch. Zudem hat mir der Support hier gesagt, ja, wir können dir leider hier keine rechtliche Beratung geben, du bist quasi auf dich alleine gestellt. Und da habe ich gesagt, aber es sind eure Richtlinien, ich weiß nicht, wie ihr die auslegt. Ja, der Support meinte dann allerdings, dass das meine Sache sei und ich quasi mit dem auf mich alleine gestellt bin, und naja, da kann er mir nicht weiterhelfen. Die einzige Chance, die man jetzt hier gerade hat, ist, sich von YouTube zurückzuziehen, also zumindest mit diesen Videos zurückzuziehen, was ich jetzt hier in diesem Video auch mit euch gemeinsam tun werde. Ich werde meine Videos löschen. Aber ich will mit euch vorher noch um eine Sache weiterreden, und zwar andere Plattformen. Ich weiß, viele von euch sagen immer wieder, geh auf eine andere Plattform, mach deine Videos irgendwo anders. Der Punkt ist allerdings, mein ganzes Konzept basiert darauf, dass ich eine große Reichweite habe, dass ich quasi viele Leute erreiche mit meinen Videos, denn ansonsten lohnt sich das Ganze nicht. Ich will hier jetzt mal ganz kurz ein bisschen Transparenz machen, wenn ich schon die Chance dazu habe. Und zwar, auf YouTube gibt es ja viele Tutorials in dem Sinne, ja. Und naja, im Endeffekt gibt es natürlich auch viele Kurse, die man kaufen kann. Man kann auch Videos immer wieder verkaufen als Kurse. Das könnte ich jetzt auch machen. Aber der Punkt ist, und das ist quasi mein Punkt hierbei, ich könnte euch die Videos dann nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Das bedeutet, ich könnte euch nicht kostenlos beibringen, wie man programmiert. Und ich finde, kostenlose Bildung ist essentiell wichtig. Sie wird staatlich leider überhaupt nicht gefördert. Ich habe schon mehrfach mit dem Staat geschrieben, ich kriege exakt gar keine Förderung, weil Deutschland. Aber ich möchte euch wenigstens möglichst die Videos kostenlos zur Verfügung stellen, was natürlich bedeutet, ich muss irgendwie anders Geld verdienen, weil ich das Ganze hauptberuflich machen möchte. Also muss ich Werbung vorne dran schalten. Und da bleibt eigentlich nur noch eine Plattform mit sehr viel Reichweite, denn ich kriege pro Klick, ganz grob gesagt, ja. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr grob, das variiert. Jetzt gerade im November, Dezember ist es insane viel mehr, es ist doppelt so viel wie im Sommer. Weil die Firmen gerade noch ihre Werbebudgets raushauen und Werbung wird auf YouTube versteigert, ja. Aber der Punkt ist, ich kann nicht auf eine andere Plattform gehen, weil dort meine Videos deutlich schlechter geklickt werden sozusagen. Das heißt, wenn ich auf eine andere Plattform gehe, muss ich die Videos verkaufen, weil ansonsten reicht es mir nicht mehr zum Leben. Und das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Also bleibt für mich eigentlich nur noch YouTube, weil es eben einfach nur mal die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Und deswegen ist es quasi ein Monopol. Und es gibt nicht wirklich eine Alternative aktuell. Es gibt natürlich Alternativen, die auch eine gute Videoplattform sind. Aber es gibt keine Alternativen, die dieselbe Reichweite haben wie YouTube. Da kann man leider nichts machen. Jo, und aus genau diesem Grund werde ich jetzt vermutlich erstmal zumindest die kritischen Videos einstellen. Vielleicht mache ich noch welche auf Patreon, aber dazu kommen wir gleich noch. Denn ja, ihr wollt natürlich auch wissen, wo diese Videos dann am Ende wieder zu finden sein werden, die ich jetzt hier gleich mit euch lösche. Und das wird Patreon sein.
Ich werde die Videos allesamt, die ich jetzt hier lösche, mit euch auf Patreon kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt sie euch runterladen. Im Zweifelsfall könnt ihr sie natürlich auch teilen. Aber ich wäre euch extremstens dankbar, wenn ihr diese Videos, wenn ihr sie runterladet, wirklich nur für euch behaltet und demjenigen, der vielleicht auch Interesse daran hat, meinen Patreon-Link schickt. Der Punkt dahinter ist einfach der, auf Patreon kann man mir spenden. Das heißt, ja, wenn ich natürlich Spenden bekomme, bin ich natürlich unabhängig von so Sachen wie Werbung oder sowas. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr mir auf Patreon spendet, die Videos auch werbefrei angucken. Also eigentlich ein Win-Win sozusagen für die Leute, die ein bisschen was übrig haben. Für die Leute, die nichts haben, wie gesagt, die Videos, die nicht mehr bei YouTube sein dürfen, stelle ich dort gratis zur Verfügung. Könnt ihr euch da gerne angucken. Jo, genau, das ist eigentlich alles. Jetzt lasst uns zu der bitteren Tat gehen und die Videos löschen. So, also es geht natürlich um dieses Video hier, was entfernt wurde, weil es gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Und wir sehen hier, ich kann Beschwerde einlegen und ich kann eine Überprüfung anfordern. Die Beschwerde habe ich allerdings schon angelegt und ja, wundert euch bitte nicht über diese insane hohe Zahl. Ihr seht, das ist mehr als 30% gestiegen. Das liegt einfach, wie gesagt, an Weihnachten und Silvester und das freut mich natürlich mega, auch wenn ich darauf noch Steuern zahlen muss, aber aktuell ist wirklich geil. YouTube im November, Dezember ist mega. Aber natürlich der Rest des Jahres ist nicht so geil. So, und wir sehen hier, ja, meine Beschwerde, schädliche oder gefährliche Inhalte Beschwerde wurde abgelehnt, direkt am 8.12. Ich habe sie heute Morgen, also jetzt ist gerade 8:18 Uhr, ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe die Beschwerde um 6 Uhr gelesen, bin direkt aufgestanden, direkt den Support kontaktiert, direkt Beschwerde eingelegt und alles drum und dran, es ist früh, okay? Oh, jetzt habe ich geflucht. Natürlich, das muss ich rauspiepen, weil ansonsten werde ich ja wieder gefleckt. Ah! Okay, ja, also das ist im Endeffekt das Video hier, was gelöscht wurde von YouTube selber und ich kann hier, wie gesagt, Monetarisierung eingeschränkt machen und sehe dann direkt, was eigentlich hier, ja, was eigentlich eventuell gefährlich ist. Und wir sehen leider, also die Challenges, die Hacking-Challenges fallen da natürlich auch drunter. Ja, die Passwort-Cracking-Reihe fällt da auch drunter, das konnte ich mir schon fast vorstellen. Dieses Video hier wurde witzigerweise, das muss ich euch auch noch kurz zeigen, das war das Interview, falls ihr euch erinnert, mit demjenigen, der mal bei Anonymous mitgewirkt hat. Und der Prüfer, der manuelle Prüfer, also der Mensch, ist dazu gekommen, dass hier hasserfüllte Inhalte sind. Inhalte, die von marginalisierten Einzelpersonen oder Gruppen wahrscheinlich als anstößig empfunden wurden. Bitte merkt an, das war ein Interview, ja, mit jemandem, der da war und der davon abrät, dahin zu gehen. Ganz schwierige Sache hier. Okay, ein bisschen emotional heute, es tut mir sehr leid. Wir sehen auch hier Ausweispflicht auf Seiten. Das ist auch ein Video, das nicht mehr monetarisierbar war, weil es wahrscheinlich dieses Wort im Titel enthält. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich eh schon gesagt. Ich muss das alles manuell rauspiepen. Mal gucken, was ich da mache. Die Kaspersky-Affäre, ja, das wird auch geflaggt. Und durch, das ist der Witz immer dabei, ne? Okay, das jetzt nicht, aber ich lasse die Dinger ja alle immer überprüfen. Das hier wird noch überprüft. Wisst ihr, wann ich das zur Überprüfung abgeschickt habe? Das ist ungefähr schon 3, 6, 8 Monate her, als ich das Video hier abgeschickt habe. In der ganzen Zeit bekomme ich keine Werbung hier drauf. Sprich, ich bekomme exakt gar keine Einnahmen, auch wenn ich Klicks bekomme. Das ist der Witz dabei. Hier sowas wie Zertifikatwiderrufe, ja? Das ist was man tagtäglich braucht. Das ist extrem wichtig. Und ich weigere mich, sowas zu löschen. Hier, diese Seite verrät, welche Torrents du heruntergeladen hast. Gut, da ging es ich kann es nicht sagen, es tut mir leid. Das ist wirklich absolut tragisch. Also, es geht im Endeffekt hauptsächlich um die X mit Python-Reihe, um die, die ethisches X-Reihe auch noch. Oh, cool. Ja, da werde ich natürlich nur die hier löschen. Ist ja logisch, ne? Ja. Okay, einen Portscanner darf man noch schreiben. Das ist absolut legitim. Okay, gut zu wissen. Gut, den Antivirenschutz austricksen darf man nicht mehr. Ransomware darf man so oder so nicht. Python Feed Wireshark darf man nicht. Backdoor darf man nicht. Keylogger darf man nicht. Uff. Uff. Mano. Ja, cool. Scheiße. Okay, then let's do it. Es tut mir sehr leid, Leute. Ich kann eigentlich die ganze Playlist hier löschen. Ja, kann ich echt machen, ne?
Ja, also das fällt alles raus. Das sind die Metasploit-Videos. Ciao Metasploit, war eine schöne Zeit mit euch. Schade, dass ihr weg seid. Und ja, natürlich kann ich hier dann eigentlich meine Metasploit-Playlists auch rausschmeißen. Und ciao. So, und dann haben wir natürlich diese wunderschöne Playlist hier, die, ja, ne, quasi komplett eingeschränkt monetarisierbar ist. Die muss komplett raus. Schade um den ganzen Aufwand, wirklich. Sehr, sehr schade um den ganzen Aufwand. Ich hoffe, ihr guckt euch die Videos trotzdem noch an von meinem Patreon, wie gesagt. Ich hoffe, dass das, ja, wir werden die jetzt alle mal löschen, weil das ist tatsächlich was natürlich kritisch ist. Das durfte ich nicht mal übrigens richtig auf Udemy hochladen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich biete meine Videos auch bei Udemy zum Verkauf an. Für die Leute, die nicht, also auf Patreon ist quasi alles ein Abonnement, okay? Dort muss man quasi monatlich bezahlen. Auf Udemy bezahlt man halt einmalig einen Zugriff auf den Kurs. Wobei, Fun Fact, man denkt immer, man verdient auf Udemy so viel. Ich kriege pro Kurskauf 2 Euro oder sowas. Bei Udemy war es tatsächlich auch so. Ich durfte diese Playlist so nicht nennen. Ich musste sie umbenennen. Dann war es okay. Meiner Meinung nach eine wichtige Kenntnis, die man definitiv nicht missachten sollte. YouTube scheint das anders zu sehen. Unsere rechtliche Situation scheint das auch anders zu sehen. Naja, ihr kriegt heute ein bisschen meinen Rage ab. Ich hoffe, das ist okay für euch. Achso, und um nochmal auf die Sache von Udemy zurückzukommen. Ich kriege dafür ein bisschen Geld, meine ich damit. Aber da ist natürlich dann auch dabei, dass man keine Werbung hat, man hat Übungen und so weiter und so fort. Und man hat natürlich auch Early Access. Das heißt, ihr seht sofort die ganze Serie und müsst nicht warten, bis ich auf YouTube jedes Mal ein Video rausbringe. Das heißt, ich muss da quasi nicht jeden Tag eins releasen, weil YouTube punisht mich, also bestraft mich quasi dafür, wenn ich nicht jeden Tag ein Video ja, rausbringe. Oh, Mann, das tut echt weh. Uff. Die wurde tatsächlich gar nicht so gut geklickt, wie ich es gehofft hatte. Wobei 36.000 Klicks fürs erste Video ist echt viel. Aber ja, die ersten paar Klicks, die ersten paar Videos sind ja noch in Ordnung. Aber könnte jederzeit sich ändern, weil es könnte ja eine potenziell bösartige Tätigkeit sein. Ja, und da der YouTube-Algorithmus gerade ein bisschen auf Aggro-Kurs ist, habe ich hier nicht wirklich eine Wahl, wenn ich den Kanal noch weiter behalten möchte. Jo, macht halt keinen Sinn, die einzelnen Videos da zu lassen, die noch monetarisiert sind, weil wie gesagt, wenn der YouTube-Algorithmus was sieht, dann ist es dem völlig egal, ob das noch monetarisiert ist oder ob das schon länger demonetarisiert ist, dann löscht er halt einfach, ne? Ist die Frage, ob ich hier noch möglichst was übrig lassen kann dabei oder ob das alles zu gefährlich ist. Und die helfen mir halt einfach nicht. YouTube hilft mir halt exakt gar nicht dabei zu entscheiden, was gefährlich ist und was nicht. Die sagen mir das nur im Nachhinein. Und das finde ich eine Sauerei. Muss ich eigentlich alles rausschmeißen? Muss ich eigentlich alles rausschmeißen? Weil das hier ist genau dasselbe. Das heißt, das gibt es halt ab sofort nicht mehr bei mir. Das kann ich hier nicht drauf lassen. Ups. Aua. Und ciao. Und weiter geht's mit der nächsten Seite. Ihr seht, wie viele Videos das sind. Das sind über 100 Videos, die wir hier gerade löschen. Über 100 Videos, die wir schon gelöscht haben, wahrscheinlich sogar schon. Ja, also wie gesagt, ab sofort diese Videos gibt es bei mir dann zum Downloaden. Ich verlinke euch das natürlich alles in der Beschreibung. Ist sehr, sehr traurig für mich. Ich hoffe dann natürlich auf euren Support auch. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich jetzt mit den ganzen Security-Videos machen soll. Meiner Meinung nach ist das Thema IT-Security wirklich ein sehr wichtiges Thema, aber offensichtlich wird das Thema immer noch totgeschwiegen. Offensichtlich möchte man nicht, dass man darüber redet. Offensichtlich ist das Thema lieber so ein Thema mit, das stecken wir mal hinten an, wird schon schief. Ich werde diesbezüglich dann auch meine Patreon Goals anpassen, dass wir quasi sagen, wir machen die Videos halt auf Patreon und stellen die dann irgendwie gratis zur Verfügung auf eine andere Art und Weise. Müssen wir uns mal angucken, wie wir das machen können. So ist halt echt richtig, richtig schlimm. Aber ja, ich werde dafür eine Lösung finden, beziehungsweise wenn ihr eine Lösung habt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Aber ich kann halt nicht riskieren, dass mein ganzer YouTube-Kanal gelöscht wird. Das geht halt leider einfach gar nicht. Ja. So, ich habe noch eine tolle Playlist gefunden, nämlich die Hacking-Challenges hier unten. Die muss ich auch alle löschen. Das sind die, die wir selber gemacht haben, wo ich euch quasi die Erlaubnis gegeben habe, das alles selber zu machen. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die sind auch alle nicht mehr in Ordnung.
Hier unten, das wurde wieder demonetarisiert. Das da oben ist alles in Ordnung. Macht keinen Sinn. Es ist einfach inkonsistent. Ja, mach's halt weg. Mein Gott. Danke YouTube für gar nichts. So, bevor es mir noch zum Verhängnis wird, werde ich jetzt hier Brainfuck also auch löschen. Weil, ja, ich werde das Video eh nicht freigeben, weil es, wie gesagt, ein April-Scherz war, aber ich mich dann dagegen entschieden habe. Weil es einfach komplett komisch war. Ich habe auch meine Stimme verstellt und sonstiges Zeug. Ich wollte halt witzig sein oder sowas, aber ich bin nicht so witzig. Okay, dann werden wir hier tatsächlich noch die ganzen Hacking-Challenges auch löschen müssen, ne? Jo. So, das heißt, die sind auch alle weg hier. Yay. Also die Challenges, die irgendwie eingeschränkt monetarisierbar waren, sind weg. Die Hacken- und Pentesting-Videos hier sind weg. Und gleich geht es nochmal weiter. Vulnerability-Scans darf man nicht mehr ausführen. News darf man nicht mehr haben. Na gut, die guckt sich eh keiner an. Weil es auch 5000 Klicks sind. Ne? Für mich ist sowas viel, okay? Hashcat darf man nicht mehr benutzen. QR-Codes darf man nicht mehr benutzen. Social Engineering darf man nicht mehr machen. Rainbow Crack darf man nicht mehr benutzen. Spoofing darf man nicht mehr machen. Gewinnspiele? Was? Okay, keine Gewinnspiele mehr. Denial of Service darf man nicht machen. Kick them out darf man nicht benutzen. Torrents darf man nicht mehr benutzen, weil Torrents immer böse sind. Online-Passwörter darf man nicht mehr haben. Die News lasse ich, das ist mir jetzt zu blöd, ganz ehrlich. Das bleibt. News sind News. Die sind nicht gefleckt, da zeige ich nichts Bösartiges. So, wo waren wir? Zertifikate, das lasse ich drin. Das fliegt raus. Hacking Challenge, Hacking Challenge, Hacking Challenge. DNS, was war das? DNS-Einträge, das müsst ihr euch mal geben. DNS-Einträge, wird überprüft. DNS-Einträge, wow, könnten mich meinen Kanal kosten, weil ich über DNS-Einträge berichtet habe. Bitmessage lassen wir drin, weil das ist definitiv erlaubt. So, und wieder 17 Videos weniger. Und tschüss. Geil. Und weiter geht's. Wir haben hier noch... Boah, Alter. IPs sind natürlich auch was Böses, beziehungsweise Proxys, ne? Evil Twins sind was Böses, Mac Changer ist was Böses, Passwörter sind was Böses, DOS ist was Böses, Online-Passwörter sind was Böses, Windows-Passwörter sind was Böses, DOS, Serveranalysen... Ein Socket-Server erstellen, einen Socket-Server mit Netcat erstellen, ist was Böses. Okay, YouTube, okay, ich hab's verstanden. Yo. Und damit fliegen auch diese Videos hier raus. Uff. Ja, und ich werde das im Auge behalten müssen, weil wenn irgendwas anderes noch geflaggt wird als nicht für alle Werbetreibenden geeignet, dann muss ich das auch wahrscheinlich bald löschen. Und das, meine Freunde, waren echt viele Klicks. Das waren hier 60.000, 50.000, 30.000, 20.000. Das ist so insane viel, was da gerade verloren gegangen ist. Das ist richtig schmerzhaft. Ihr werdet in naher Zukunft wahrscheinlich keine Videos über Security mehr auf YouTube finden, weil YouTube offensichtlich alles flaggt und offensichtlich den YouTubern nicht mal eine Chance lässt, sich zu verteidigen. Das ist das, was mich am meisten daran stört. Wir kriegen nicht mal eine Chance, uns zu verteidigen. Ich kann hier nicht sagen, hey, das ist mehr als 90 Tage auseinander, ist okay, wenn ich es löscht, aber ich will nur einen Strike dafür haben. Nein, es kostet mich potenziell meinen ganzen YouTube-Kanal. So, mal gucken, ob ich überhaupt dieses Video hier hochladen darf. Wir werden es rausfinden. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.